Nachdem ich beim letzten Projekt die alten Germanium-Transistoren aus der Bastelkiste rausgekramt habe, will ich heute in der Zeit noch einen Schritt zurückgehen. Und wir bauen heute einen Verstärker mit der guten alten Elektronenröhre. Eines haben die alten Röhrenschaltungen gemeinsam: wir bekommen es zu tun mit jeder Menge Eisen. Und das fängt an im Netzteil. Das ist mein altes Experimentiernetzteil für Röhrenschaltungen. Oh ja, das hat auch schon bessere Zeiten gesehen, als man noch in Schwarz-Weiß fotografiert hat. Ich werde erstmal eine Bestandsaufnahme machen, was davon noch zu gebrauchen ist. So, das ist übrig geblieben. Der große Trafo hat zum einen eine Wicklung für etwa 18 Volt, die wir nicht benötigen. Die dicke Wicklung hier liefert uns aber einen Heizstrom für unsere Röhren bis maximal 7,5 Ampere. Wir brauchen jetzt noch eine Anodenspannung von 200 bis 300 Volt. Von dem alten Trafo ist nur noch das Blechpaket übrig. Im gängigen Bastlerbedarf sucht man vergeblich nach so einem Trafo. Direkt an die Netzspannung zu gehen, ist eine ganz dumme Idee. Bleibt also nur ein Trafo wickeln zu lassen oder selbst wickeln. Weil ich mir das nicht antun wollte, habe ich lange gesucht und bin auf dieses schöne Teil hier gestoßen. Hergestellt in Polen, geliefert aus Großbritannien. Die eine Wicklung liefert etwa 200 Volt und er hat eine weitere Heizwicklung für etwa 1,1 Ampere. Die wäre jetzt zwar nicht nötig gewesen, aber ich habe vielleicht schon eine Idee, was ich damit mache. Die 3 Gleichrichterdioden waren damals in Reihe geschaltet, weil es nicht so einfach war, Dioden mit ausreichend hoher Sperrspannung zu bekommen. Heute kein Problem. Mal sehen, ob ich damit das Netzteil aus dem Dornröschenschlaf aufwecken kann. Nachdem der Trafo eingebaut ist, können wir uns jetzt mal an den ersten Funktionstest wagen. Ja, sehr schön. Wir haben eine Anodenspannung von knapp 300 Volt zur Verfügung. Mit dem Netzteil hätten wir den ersten Schritt gemacht. Für alle, die selten mit so hohen Spannungen arbeiten, noch eine kleine Warnung. Nach dem Ausschalten ist das Netzteil durchaus nicht ungefährlich. Wie man sieht, halten die Kondensatoren noch ziemlich lange gefährliche Spannungen. Also Vorsicht! Für die Schaltung ist eine fliegende Verdrahtung wie beim letzten Mal nicht geeignet. Aus Sicherheitsgründen muss als Versuchsbrett etwas Solideres her. Ein Teil fehlt mir allerdings noch. Um so einen niederohmigen Lautsprecher an eine Röhrenendstufe anzuschließen, braucht man zur Anpassung einen Übertrager. Der ist mindestens genauso schwer zu bekommen wie der Netztrafo. Kleiner Tipp, man sollte sich in Musikerkreisen umsehen. Da sind Röhrenverstärker noch ziemlich beliebt. Ich bin bei der Firma Hammond fündig geworden. Der Ausgangsübertrager ist recht flexibel einsetzbar für Eingangsimpedanzen von 2,5 bis 10 Kiloohm und Ausgangsimpedanzen von 4 bis 32 Ohm. Die Firma Korg brachte 2016 sogar ein neu entwickeltes Röhrensystem auf den Markt. Auch wenn es sich im Aussehen wie ein integrierter Schaltkreis tarnt, ist es eine Röhrendoppeltriode, gedacht für Gitarrenvorverstärker. Also die Röhre ist noch lange nicht tot. Wir können ja schon mal anfangen, die Vorstufe aufzubauen und zu testen. In der Vorstufe arbeitet eine einfache Röhrentriode. Ich speise wieder aus dem Funktionsgenerator einen 1 Kilohertz Ton ein. Am Oszillographen sehen wir die Stärke des Eingangssignals. So, dann wollen wir hoffen, dass unsere Vorstufe das Signal auch verstärkt. So ein Röhrenverstärker braucht ja immer eine Weile, bis er betriebsbereit ist. Im Moment sieht das Signal noch nicht sehr verstärkt aus, aber ich habe den Lautstärkeregler auch noch ziemlich weit runtergedreht. So, und wenn ich den richtig aufdrehe, dann sehen wir, dass das Signal durch die Decke geht.
Die erste Stufe hat also eine recht große Spannungsverstärkung. Ja, fehlt nur noch die Endstufe, aber jetzt heißt es erstmal warten auf den Ausgangsübertrager. Nach über 3 Wochen ist er endlich aus Italien eingetroffen, der Ausgangsübertrager, hergestellt in Kanada, der hat also auch schon eine kleine Weltreise hinter sich. Die Endstufe konnte ich schon fertigstellen. Da der kleine Lautsprecher jetzt nicht allzu viel Sound von sich geben wird, habe ich vorbereitet, dass ich hier auch eine Box anschließen kann. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Und wie es so ist bei einem Röhrenverstärker, der wird einen Moment brauchen, bis er betriebsbereit ist. Die beiden Hauptdarsteller waren in der Vorstufe eine Triode EC92 und in der Endstufe eine Leistungsendpentode EL84. Schon damals hat man angefangen, die Schaltung immer kompakter zu machen. Das Ergebnis war die sogenannte Verbundröhre. Hier brachte man 2 Röhrensysteme in einem Glaskolben unter. Und ich werde die Schaltung jetzt ein bisschen umbauen, um zu zeigen, dass wir mit einer Röhre das gleiche Ergebnis erreichen können. So sieht das Ganze aus mit nur einer Röhre. Die Schaltung musste entsprechend angepasst werden, da bei der von mir ausgewählten ECL81 die Kathoden der beiden Röhrensysteme intern schon miteinander verbunden sind. Außerdem kommt es bei Schaltungen mit Verbundröhren schnell zu Rückkopplung, weil Eingang und Ausgang sehr dicht beieinander liegen. Wenn man also nicht aufpasst, gerät das Ganze in Schwingen und aus dem Verstärker wird ein Oszillator. Am Anfang hatte ich ja gesagt, ich lasse mir was einfallen, was ich mit der zusätzlichen Heizwicklung mache. Deshalb werde ich jetzt die Gleichrichterdiode auch durch eine Röhre ersetzen. Die EZ80 ist eigentlich eine Zweiweg-Gleichrichterröhre, da ich aber nur eine Trafowicklung habe, werde ich einfach beide Dioden parallel schalten. Ja, und mit der Röhre ist unsere Schaltung dann komplett halbleiterfrei. Auch hier dauert es jetzt natürlich einen Moment, bis die Röhre auf Betriebstemperatur ist. Aber am Ende haben wir das gleiche Ergebnis wie mit der Halbleiterdiode. Ich hoffe, der kleine Ausflug in die Röhrentechnik hat euch gefallen. Vielleicht bekommt der eine oder andere ja jetzt Lust, sich damit zu beschäftigen. Ob Verstärker mit Röhren nun besser klingen als mit Transistoren, darüber lässt sich streiten.
Sauber aufgebaut, vielleicht in einem transparenten Gehäuse, sind sie auf jeden Fall ein Hingucker. Den Link zur kompletten Schaltungsbeschreibung findet ihr wie immer in der Beschreibung zum Video.